Ein Thema, das polarisiert, ist der digitale Euro, also digitales Bargeld, das von der EZB ausgegeben wird. Und viele Leute fragen sich, ich kann doch heute schon digital bezahlen, mit dem Handy, mit der Uhr, mit dem Ring. Ja, für was brauche ich dann den digitalen Euro? Der digitale Euro, der muss funktionieren wie Geld, wie Bargeld. Ich muss überall damit bezahlen können, er muss wertstabil sein und ja, ich will ihn auch sparen können, also ansammeln und einfach wie Bargeld zur Hand haben, also auch anonym. Es muss nicht jeder wissen, wenn ich mir mal eine Tafel Schokolade kaufe. Dass der digitale Euro kommt, ist sicher. Aber wie wird er aussehen, was wird er können? Ich habe hier Joachim. Du kannst mir mehr dazu sagen. Du beschäftigst dich schon sehr lange damit, bist Europaabgeordneter gewesen, bist letztes Jahr sogar Bundesbankvorstand und jetzt bist du Professor an der European School für Management und Technologie. Welche Einblicke hast du denn für uns? Ich glaube, dass der digitale Euro uns allen einen großen Nutzen bringen wird und vor allen Dingen ein riesen Innovationspotenzial für die gesamte Volkswirtschaft haben wird. Im Moment fremdeln wir alle noch ein bisschen mit dem digitalen Euro, aber wenn er dann da ist, dann wird sich der Nutzen und der Vorteil für alle zeigen. Genau dieser Frage gehen wir heute nach. Ich hoffe, du bastelst gerne, Joachim. Ja. Wir basteln uns heute mal den digitalen Euro und dazu müssen wir ja wissen, was muss der denn können? Was wäre denn wichtig? Ich würde es einfach mitnotieren. Also der digitale Euro muss besser sein als die bisherigen Zahlungsverkehrssysteme. Die funktionieren zwar auch einigermaßen, aber die haben riesige Defizite. Der digitale Euro muss schneller sein. Schnell. Als eine normale Zahlung. Weil die gegenwärtige Zahlungssysteme dauert 3 Tage, 4 Tage, eine Woche, bei der Kreditkarte einen Monat, bis das Geld tatsächlich ankommt. Das kann er. Er muss günstiger sein. Günstiger? Die heutigen Zahlungsverkehrssysteme kosten etwa 5 Milliarden Euro, weil es eine riesige Administration drumherum ist, bis eine Zahlung mal durchgeführt ist. Der digitale Euro wandert aber vom Wallet vom einen Handy direkt aufs Wallet vom anderen Handy wie Bargeld und ist deswegen viel effizienter. Und er muss sicherer sein. Gegenwärtige Zahlungen, meistens kommen sie an, aber nicht immer. Kommen irgendwelche Fehler rein, Buchungen gehen nicht durch und so weiter. Der digitale Euro soll aber für alle Zahlungen in Europa sofort funktionieren und mit der Auslösung der Zahlung ist auch alles erledigt. Wer garantiert denn die Sicherheit und wie funktioniert das? Also nimm mal dein Handy raus. Der digitale Euro wandert praktisch von meinem Handy zu deinem Handy. Die Richtung stimmt. Und die EZB validiert diese Transaktion auf der Basis von allen möglichen Codes, aber ohne irgendwelche Daten zu bekommen. Das heißt, die Sicherheit wird auch durch die Einfachheit von diesem Prozess garantiert. Wie sieht es bei den Kosten für die Infrastruktur aus? Die sind relativ günstig, weil ein Handy hast du ja schon. Ich habe auch schon ein Handy. Ein Wallet ist leicht eingerichtet und die Programmierung vom digitalen Euro ist jetzt kein Riesenaufwand. Jedenfalls ist es viel günstiger als das gegenwärtige System mit Tausenden von Konten und Clearing und Zwischenbuchungen und so weiter. Insofern ist es auch eine sehr kostengünstige Lösung. Zum Thema Bargeld, man sagt immer, das kostet auch so viel Geld. Verschwindet das Bargeld dann im nächsten Schritt? Nein, der digitale Euro ist ein Angebot. Jeder kann frei entscheiden, ob er ihn nutzt oder nicht. Und das Bargeld wird von den Zentralbanken weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung gestellt. Jedenfalls in dem Umfang, in dem es gebraucht wird, gibt keinerlei Absicht, das Bargeld abzuschaffen. Ich vermute, dass meine Kinder bald mit dem digitalen Euro zahlen werden. Aber welchen Nutzen hat das jetzt für die Unternehmen? Der ist riesig, weil der digitale Euro programmiert werden kann an Bedingungen geknüpft werden. Das heißt, man kann Zahlungen automatisch ausführen. Zum Beispiel, die Pizza kommt an deine Haustür, geht auf die andere Seite und dann wird erst bezahlt. Und wenn man dieses Knüpfen an Bedingungen von einer Zahlung, wenn man das weiterdenkt für die gesamte Volkswirtschaft, für komplexe Liefervorgänge, Verwaltungsvorgänge, Bezahlvorgänge, dann kann man gar nicht ermessen, was für ein Rationalisierungspotenzial für die Wirtschaft darin besteht. Programmierbarkeit. Und ich würde sagen, wir bauen diesen Euro zusammen. Und du hast ja ein Ideenlabor und da würde ich dir das gerne mitgeben, dass du das dort abgibst und wir schauen mal, was sich daraus entwickelt. Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. In der Tat versuchen wir Unternehmen zu helfen, die neuen Funktionalitäten zu nutzen. Ja, aber es ist doch schön, wenn was Digitales mal sichtbar wird.
Ja, das hat die KI. Und guck mal, das ist Sehr schön. auf beiden Seiten Ja, das ja. E für den Euro und dann noch ein ist offenes schon super. Digital. Ja, ist schon eine tolle Idee. Also die KI hat gut vorgearbeitet. Wir geben das besser da ab. Und was denkt ihr über den digitalen Euro? Schreibt es in die Kommentare.